Willkommen zu meiner ayurvedischen Küche. Ich habe heute für euch ein ganz wunderbares Rezept mitgebracht. Es handelt sich hierbei um ofengeröstete rote Beete. Und die anderen Komponenten, die werde ich euch jetzt zeigen, die dieses ganze Gericht abrunden. Für unser heutiges Ofengericht benötigen wir 2 Knollen rote Beete. Das hängt natürlich ganz von eurem Hunger ab, aber in dem Fall habe ich mich für 2 entschlossen. Dann brauchen wir einen ganzen Büschel voller Blattpetersilie. Wir benötigen Ziegenfrischkäse. Dann habe ich mir eine kleine Gewürzmischung zusammengestellt aus Fenchelsamen und Kreuzkümmelsamen und etwas Salz. Dann benötigen wir Sesamöl und wir benötigen eine halbe Limette. Und auch zur roten Beete habe ich noch was mitzugeben. Und zwar auch hier ist es wieder wichtig, dass ihr die rote Beete wirklich warm genießt. Denn genießt ihr sie kalt, ist sie schwer verdaulich. Und da kommen wir auch wieder zu diesem ayurvedischen Leitsatz. Es ist nicht entscheidend, was wir essen, sondern, wie heißt es so schön im Ayurveda, du bist, was du verdaust. Jetzt aber geht es zur Zubereitung. Doch bevor wir loslegen, werden wir erstmal unseren Ofen anheizen, und zwar auf 150 Grad Umluft, und darin werden später unsere rote Beete-Scheiben so ungefähr 30 bis 35 Minuten lang gebacken. Und jetzt geht's weiter. So, dann beginne ich mal, unsere rote Beete in dünne Scheiben zu schneiden. Jetzt geht es unserer Petersilie an den Kragen, und immer die Stiele bitte mitverwenden, oder auch wenn ihr sie nicht direkt im Gericht verwendet, dann könnt ihr sie ja auch in einen Salat schneiden. Die Stiele von der Petersilie stecken voller Vitamine und sie haben so einen leicht süßlichen Geschmack, also es wäre wirklich schade, wenn ihr diese wegschmeißt. Die rote Beete habe ich, wie ihr jetzt seht, hier in eine Schüssel umgefüllt. Und nun folgt das Sesamöl und die wunderbaren, es ist so schade, dass ihr es nicht riechen könnt, diese wunderbaren Gewürze. Das Ganze wird dann vermengt und geht auf ein Backblech. Bevor ich die Fenchel und die Kreuzkümmelsamen hinzugebe, muss ich noch kurz reinschieben, dass sich in diesem kleinen Schälchen auch noch Steinsalz auffällt. Das hatte ich vorhin bei der Aufzählung vergessen, aber das ist noch die dritte Komponente bei der Gewürzmischung. So, jetzt können wir das alles mit den Händen vermengen. Ich sage euch, das duftet so lecker. Ihr könnt die Gewürze natürlich auch vorher in den Mörser geben, aber ich mag das ganz gerne so. Und so wandern sie jetzt auf mein Backblech. Die rote Beete wandert jetzt ungefähr 30 bis 35 Minuten in den Backofen und wie immer ein Auge drauf haben. Zeit zum Rausholen. Wie das brutzelt. Jetzt wird angerichtet. Ich nehme jetzt die rote Beete-Scheiben und drapiere sie erstmal auf schöne Art und Weise. Und jetzt kommt der Ziegenfrischkäse zum Einsatz, und zwar bekommt jetzt jede rote Beete-Scheibe ein kleines Frischkäsehäubchen. Und jetzt für den kleinen frischen Kick noch etwas Limettensaft obendrauf. Ihr könnt übrigens natürlich auch noch etwas Limettenzesten oben drauf geben. Das ist dann natürlich auch fürs Auge nochmal ein kleiner schöner Farbtupfer. Und zu allerletzt unsere Petersilie. So ihr Lieben, so sieht das Ganze nun aus. Ihr könnt natürlich auch Zitronenschalen nehmen. Tobt euch aus, nehmt das, was euch gefällt und vor allem, was ihr vertragt. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil, das Probieren.
Einfach köstlich. Dieses Erdige von der roten Beete, diese Frische von der Limette, das Cremige des Frischkäses, das Herbe von der Petersilie. Es ist einfach ein Genuss. Ich hoffe, es schmeckt euch genauso gut wie mir. Probiert es einfach aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Eure Mangal.